Moin und willkommen. Die Sonne lacht und es ist Frühlingsanfang. Ich bin Hermann und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hinter mir seht ihr den Dieksee. Der liegt in Malente. Dort war ich zwar schon mal wandern. Die Wanderung dazu werde ich euch natürlich wieder oben verlinken. Aber ich habe mich in diesem Jahr entschieden, eine Challenge zu machen. Und zwar die Iron Lake Challenge. Was ist das? In dieser Challenge läuft man in seiner Gegend um die 10 größten Seen. Also ich habe mir hier Schleswig-Holstein ausgesucht und man kann sie natürlich auch erweitern. 25 größten Seen von Schleswig-Holstein. Dies ist so relativ weltweit. Schaut gerne mal auf die Homepage. Ich werde sie euch natürlich unten verlinken. Und wenn man zum Beispiel die 10 größten Seen umrundet hat, dann ruft eine Medaille und eine Murmel. Aber Näheres dazu findet ihr natürlich auf der Homepage. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich begleiten würdet auf dieser Tour, wenn ich auch diesmal nicht so viel erzählen werde. Aber gehen wir mal los. Jetzt habe ich ungefähr die Hälfte der Strecke geschafft um den Dieksee. Das Wetter ist wunderbar. Wir haben gerade 13 Grad hier. Also werde ich mal nachher die Jacke noch ausziehen. Aber kurz noch mal hier zu der Iron Challenge. Wie gesagt, also man umrundet dabei die 10 größten Seen seiner Region. Ich habe mir hier Schleswig-Holstein ausgesucht. Ist natürlich auch mein Heimatbundesland. Aber ihr könnt natürlich auch in euren Bundesländern mal schauen, ob es sowas gibt. Genauso auch in anderen Ländern. Es gibt nicht so viel dabei zu beachten. Also man sollte sich vielleicht bei der Iron Challenge anmelden, um die Medaille und die Murmel zu bekommen. Denn sollte man die Wanderung an einem Tag machen, also Pausen kann man machen. Fahrradfahren und Skates sind verboten. Also man sollte nur wandern oder laufen. Und das war es auch schon. Man sollte vielleicht noch beachten, dass man die ausgewiesenen Wanderwege noch benutzt. Der Dieksee ist von den 10 größten Seen in Schleswig-Holstein die kürzeste Strecke mit ungefähr 11 Kilometern. Und der größte wird dann der große Plöner See sein. Da ist ein bisschen unterschiedliche Angaben. Ich habe mir da eine Strecke rausgesucht, die ich noch in ein paar Monaten erst wohl angehen werde. Ich werde so stetig nach oben mich steigern. Da sind es 37, ein bisschen über 37 Kilometer. Und auf der Homepage sollte man einrechnen ungefähr 48 Kilometer. Mal sehen, wie es am Ende ist, wenn ich den 10. See umrunden werde und wie es mir denn danach geht. Und wenn euch die Iron Challenge
auch interessiert und wie ich mich schlage auf diesen Wegen, würde ich mich freuen über ein kostenloses Abo da von euch und dass ihr nichts mehr verpasst. Drückt auch die kleine Glocke daneben. Ich werde jetzt hier eine kleine Pause machen, noch einen Tee trinken und dann geht es für mich gleich weiter. Ich bin hier wieder angekommen an der Quelle der gebrochenen Herzen. Hier war ich schon, glaube ich, jetzt zum 3. Mal. 2 Mal davon mit dem hier jetzt, wo ich um den Dieksee gelaufen bin. Ich habe jetzt nur noch ungefähr 1 Kilometer bis zu meinem Ausgangspunkt, aber dort wird wohl nicht mehr so viel Spannendes zu sehen sein, außer vielleicht das Schwimmbad bei Malente. Insgesamt zu der Strecke, sie ist sehr gut ausgeschildert, Rastmöglichkeiten sind super. Und die Wege sind ja sehr gut ausgebaut, also von Schotterwegen und Waldwegen und ab und zu mal leider auch Asphalt unter den Füßen. Das war es denn auch für den ersten See in der Iron Lake Challenge. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, ob ihr von der Iron Lake schon mal etwas gehört habt oder ob ihr sie wandert oder schon mal gewandert seid bei euch in der Gegend. Denn heißt es für mich, wie immer zu sagen, bleibt schön gesund. Und bis bald. Tschüss.